Ja, die Panama betrachten das eher als eine Rufmordkampagne, weil eigentlich hat ja Panama mit den Panama Papers nichts zu tun. Ja. Es ist ein Zufall, dass die Rechtsanwaltskanzlei, die diese Offshore-Geschäfte angeboten hat, ihren Hauptsitz in Panama hat, aber im Übrigen auch in vielen anderen Ländern. Sie haben zwar die Beratung hier in Panama durchgeführt, aber das Geld und die Firmenkonstrukte liefen letztendlich über ganz andere Steuerparadiese. Also sind in der Regel gar nicht in Panama selbst gelandet. Ne? Und insofern, das Ganze musste einen Namen haben für das Journalistenkonglomerat oder wer auch immer dahinter steckte. Und die EU hat natürlich Panama auf dem Kicker, weil sie sich an dem Territorialsteuerprinzip stört. Ja? Die EU stört sich daran, dass Panama dadurch, dass uns hier nicht interessiert, was du an ausländischen Einkünften hast, dass denen dadurch Steuern verloren gehen. Aber Panama hat dessen ungeachtet eins der strengsten Geldwäschegesetze und du kannst hier nicht einfach Geld reinbringen und in den Kreislauf einbringen. Das ist nicht machbar. Ja. Also die Panama Papers haben natürlich in dem Moment den Aufträgen der Anwaltskanzleien geschadet. Sie haben vor allem dem Ruf geschadet, ja, dem Ruf des Landes, weil, wie du selbst sagst, Panama ist eigentlich durch seinen Hut und den Kanal in den Köpfen der Leute und jetzt durch diesen Skandal, mit dem Panama in Verbindung gebracht wird, aber wo Panama eigentlich am wenigsten davon profitiert hat. Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Es spielt eigentlich im Leben der Leute und im Wirtschaftsleben überhaupt keine Rolle. Sprich, es hat sich jetzt beim irgendwelche Restriktionen oder irgendwelche Verfahren sind jetzt nicht erschwert worden bei Banken, bei Finanzämtern oder so. Also, dass jetzt irgendwelche Level oder Hürden in Folge noch höher gesetzt worden sind. Du hast ja gesagt, das ist vorher schon relativ streng. Es ist doch so, dass jetzt in den letzten 2 Jahren, weil Panama will unbedingt von diesen grauen Listen runter und die US-Bürger, die ja mit ihrem Welteinkommen versteuert werden, egal wo sie leben. Sie haben bisher Konstrukte gewählt, wo sie zum Beispiel unter einer Stiftung ihr Immobilienvermögen in eine Firma gepackt haben, ihr Finanzvermögen in eine andere Firma und wenn sie denn produktiv waren, vielleicht noch die wirtschaftliche Tätigkeit in eine dritte Firma. Und diese Firmen hatten Strohmänner als Direktoren. Also da sind sie nicht selber erschienen, sodass also der wirtschaftlich Begünstigte nicht in den Registern erschienen ist. Das will Panama ändern. Sie wollen also ein Begünstigtenregister einführen. Und deswegen fangen jetzt die ersten Rechtsanwaltskanzleien an, für US-Bürger keine Firmen mehr zu gründen, die Strohmänner einsetzen. Also es geht dann eher in Richtung USA. Also mit meinen deutschen Kunden habe ich jetzt keinerlei Änderungen mitbekommen. Viele Banken verlangen bei Gründung eines Kontos die deutsche Steuer-ID und merken das sogar, wenn man da einen Zahlendreher einbaut. Da sagen sie sofort, nein, das ist nicht korrekt. Also sie haben offensichtlich auch die Prüfziffern Algorithmen mitgeliefert bekommen. Es gibt eine Bank, wo wir noch Online-Konten eröffnen können, ohne dass der Kunde hier anwesend sein muss. Die verlangt diese Steuernummer nicht. Aber ansonsten denke ich mal, wird der gläserne Bürger irgendwann weltweit sein. Und hier kommen, wie gesagt, meine Kunden sind keine, die irgendwelche Steuern hinterziehen wollen oder so. Sie wollen einfach ein freieres Leben haben. Sie wollen das ganze Jahr Sonne und Wärme und sich vielleicht auch selbst versorgen aus ihrem Garten und wollen sich wirtschaftlich entfalten, wollen für ihre Kinder Freiheit. Das sind die Ziele und natürlich auch weniger Steuern zahlen, wenn man wirtschaftlich tätig ist, ganz klar, aber auf legale Weise.